Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. Heute habe ich mal den Mazda MX-5 dabei, eines meiner Lieblings-Mazda-Modelle. Da gibt es im Modelljahr 2024 ein richtig tolles Facelift mit vielen Neuerungen, zum Beispiel ein komplett neues Mazda Multimedia-System. Für die sportlichen Fahrer von euch gibt es einen Track-Mode, es gibt ein verbessertes Matrix-LED-Lichtsystem, neue Alufelgen, neuer Sound und besserer Klang im Fahrzeug und noch vieles mehr. Das sollten wir auf jeden Fall hier in diesem Video mal besprechen. Gleich nach dem Intro legen wir los. So steigen wir auch direkt ein mit dem neuen Mazda MX-5 Modelljahr 2024. Dabei handelt es sich um einen Facelift mit vielen technischen Veränderungen. Und weil es so viel war, haben wir wieder mal eine Präsentation für euch vorbereitet. Ich glaube, das ist für euch dann auch angenehmer, das alles nachvollziehen zu können. Und wie immer könnt ihr natürlich auch jederzeit auf Pause drücken, wenn ich euch zu schnell bin oder euch Details mehr interessieren. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit weiterspringen zu irgendwelchen Themen, die euch mehr interessieren. Als allererstes habe ich hier schon mal ein erstes Bild vom neuen Facelift für euch vorbereitet von hinten, und zwar hier das RF-Modell, also sozusagen das mit dem elektrischen Verdeck, bei dem nur der obere Teil sich öffnet. Und man sieht schon auf dem ersten Blick, für die den MX-5 schon kennen, die optischen Veränderungen sind sehr gering ausgefallen, was ich auch gut finde, denn ich finde das Auto nach wie vor extrem schick. Es fällt vielleicht den erfahrenen Kunden auf, dass hier wohl anscheinend neue Felgen drauf sind. Das sieht man schon deutlich. Komme ich gleich noch dazu. Im Detail werdet ihr nachher noch sehen, dass es auch bei den Rückleuchten eine Veränderung gab und einiges dann im Innenraum. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Lasst uns als allererstes mal so ein bisschen auf die technischen Daten achten. Hat sich denn da irgendwas verändert? Und da fangen wir mal direkt an, dass wir mal die zwei Motoren vorstellen, die es gibt. Und zwar ist hier der Roadster und der RF auch grundsätzlich mal gleich. Es gibt den bekannten 1,5 Liter Motor mit 132 PS und den 2 Liter Motor mit 184 PS. Da hat sich also absolut nichts verändert. Und weiterhin wird auch bei allen beiden Benzinern das Schaltgetriebe angeboten und beim großen Motor weiterhin auch das Automatikgetriebe. Leistungswerte, Wendekreis, alles ist identisch geblieben. Schauen wir ein bisschen weiter zu den Fahrleistungen. Und hier haben wir Beschleunigungswerte mal vom Roadster, der grundsätzlich ein bisschen schneller ist, weil er leichter ist. Wir haben bei dem kleinen Motor 8,3 Sekunden von 0 auf 100. Ich finde, das ist ein klasse Wert für so ein Fahrzeug mit dieser Leistung. Und bei dem großen Motor 184 PS 6,5 Sekunden. Und man muss ja immer auch sich vor Augen halten, es handelt sich hier um einen reinen Saugermotor ohne Turboaufladung. Das sind wirklich exzellente Werte. Höchstgeschwindigkeit um die 200 km/h beim kleinen und 219 km/h beim größeren Motor. Jetzt haben wir hier auch mal die Verbrauchsangaben für euch. Wenn man da so ein bisschen in die Prospekte von dem alten Modell schaut, dann kann es hier dazu kommen, dass man das Gefühl hat, dass hier der Verbrauch angestiegen ist. Es ist aber tatsächlich nicht der Fall. Es liegt nur daran, dass man mittlerweile diese Verbrauchswerte nach einer neueren, strengeren, realitätsnäheren Norm berechnet. Das ist die sogenannte WLTP-Norm. Die ältere hieß NEFZ. Das heißt, das Auto wird im Alltag ganz genauso viel verbrauchen wie das Vorgängermodell, aber im Prospekt und grundsätzlich wird hier immer der höhere, realitätsnähere Wert ausgepriesen. CO2-Emissionen dann entsprechend ausgerechnet für euch. Und hier mal die Werte vom RF. Und wenn wir das mal so ein bisschen vergleichen, hauptsächlich mal die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, da sieht man eben, dass aufgrund des etwas höheren Gewichtes des Fahrzeugs, zum Beispiel der kleine Motor in etwa 0,3 Sekunden etwas schlechter sprintet, genauso wie eben auch der große Motor. Statt 6,5 Sekunden haben wir dann 6,8 Sekunden. Dadurch, dass wir bei dem 184 PS auch ein Automatikgetriebe anbieten, haben wir hier auch mal die Werte für euch dargestellt. Es ist grundsätzlich von der Beschleunigung ein bisschen langsamer und auch von der Höchstgeschwindigkeit liegt wahrscheinlich einfach auch an der Effizienz und an der Abstufung von dem Automatikgetriebe. Auch vom Verbrauch dadurch ein bisschen höher. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Was sind denn so die aktuellen Abmessungen und vom Gewicht? Grundsätzlich hat sich da nicht viel verändert. Das Auto ist weiterhin extrem leicht. Und wenn man heute mal so ein normales Pkw-Modell untere Mittelklasse rechnet, dann liegen wir auch teilweise schon zwischen 1400 und 1600 Kilo. Und selbst die Cabrios auf dem Markt sind wirklich schwer. Und hier hat Mazda sich weiterhin dem Leichtbau verschrieben. Wir reden hier über ca. 1100 Kilo für ein komplett ausgestattetes Fahrzeug. Das ist doch wirklich ein Top-Wert. Und deswegen haben wir natürlich auch so exzellente Fahrleistungen von diesem Fahrzeug. Von der Länge 3,91 Meter hat sich nicht viel verändert. Kofferraumvolumen ist konstant geblieben. Ja, das ist natürlich so ein Manko. 130 Liter ist ganz klar nicht viel. Es ist ja auch ein klassischer Zweit- oder Drittwagen. Oder wenn man natürlich irgendwie als Pärchen lebt, braucht man meistens auch nicht so viel Kofferraum. Dann haben wir hier natürlich auch mal für euch den RF noch aufgeführt, der ja von der Länge identisch ist. Wir haben nur
eine minimale Abweichung bei der Fahrzeughöhe und beim Gewicht kann man ungefähr sagen, dass das Fahrzeug ca. 40 Kilo schwerer ist. Liegt einfach auch an dem ganzen Aufbau, an dem Mechanismus drin. Aber ich finde 40 Kilo für das komplette Element, was da zusätzlich dazugekommen ist, ist wirklich ein toller Wert. Und auch beim Kofferraum ähnelt sich das Ganze mit dem Roadster. Großer Vorteil bei beiden Modellen ist, fahrt ihr offen, fahrt ihr geschlossen. Kofferraum ist immer komplett identisch, hat also immer das volle Volumen. Und da gibt es ja wirklich auch einige Cabrios, die gerade dann, wenn ihr offen fahrt, wirklich nur noch sehr, sehr wenig Restplatz im Kofferraum haben. Und das ist natürlich schade, gerade wenn man in den Urlaub fahren will. Jetzt kommen wir aber zu den ersten Produktneuerungen und da fangen wir mal mit den Farben an. Wir haben einmal eine neue Farbe, man sieht es schon so ein bisschen hier auf dem Bild, die Farbe Aero Grey. Die wurde erstmalig beim Mazda 2 eingeführt. Ich finde die Farbe sehr klasse, ist wirklich in so einer Art matter Lack, also es ist eigentlich schon eine Metallic-Lackierung, wirkt aber sehr matt. Ich glaube, das kann sehr, sehr schön zu diesem Fahrzeug harmonieren, gerade wenn man es ein bisschen sportlicher möchte. Dann gab es diese Farbe Platinum Quarz. Fand ich auch extrem edel, wurde aber nicht so häufig nachgefragt, hat Mazda deswegen wahrscheinlich aus dem Programm genommen und durch eine neue frische Farbe ersetzt. Dann gibt es noch zwei Besonderheiten. Die Farbe Circum Sand, das ist so eine sandige Farbe, kennt man vom CX-5 zum Beispiel auch. Die gab es bisher auch schon beim letztjährigen Modell. Und die Farbe Rot ist nicht mit diesem neuen Sondermodell Kazari kombinierbar. Das hängt so ein bisschen auch an der Farbkombination, weil die dann so ein beiges Verdeck bekommen. Und dann gibt es die Farbe Schwarz bei dem Kazari Sondermodell als RF nicht. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es da so ein paar schwarze Akzente auf dem Fahrzeug gibt, wie zum Beispiel auf dem Dach. Und damit dieser Kontrast noch schön zum Geltung kommt, hat man sich eben dafür entschieden, das Auto nicht in Schwarz anzubieten. Schauen wir direkt mal weiter. Hier nochmal so eine Übersicht der verfügbaren Farben. Links oben also die neue Farbe Aero Grey. Beim Weiß haben wir jetzt nur noch ein reines Weiß im Programm. Wir hatten ja vorher auch noch das Weiß Metallic. Ist momentan vielleicht auch wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen. Die Klassiker sind natürlich weiterhin Rot, Schwarz und Grau. Hier unten seht ihr mal dieses Circum Sand, also eher auch ein matter Farbton. Das sind einfach so ein bisschen die Modeerscheinungen im Moment. Was ich grundsätzlich auch immer noch sehr, sehr schick finde, ist dieses dunkelblau Metallic. Das wirkt auf diesem Fahrzeug wirklich auch extrem edel. Hier mal die Felgen und da hatten wir vorhin auf dem Bild schon gesehen, da gibt es was Neues. Und zwar hier unten rechts haben wir jetzt diese 17 Zoll Leichtmetallfelge. Ich nenne sie jetzt mal diamantpoliert, aber eher feinspeichig. Wir hatten ja früher dieses sternenförmige Design, fand ich auch sehr edel. Aber es war natürlich auch mal Zeit, hier wieder was Neues zu machen. Und wir haben hier eben so eine Kombination aus schwarz und diamantpolierten, frontpolierten Farbe. Und das Ganze wird eben für den Exclusive Line angeboten und auch für dieses Sondermodell mit dem großen Motor. Dann gibt es natürlich auch die 16 Zoll geschmiedete Leichtmetallfelge für die Humura, für die sportlichen Ausstattungslinien. Hier jetzt mit 132 PS. Es fehlt jetzt noch eine Felge im Programm. Deswegen ist jetzt oben rechts auch noch Platz. Und die schauen wir uns mal ein bisschen im Detail an. Und zwar die BBS-Felge. Und zwar speziell für den 2 Liter mit 184 PS. Und steht hier geschmiedete Felge. Das stand vorhin bei dieser 16 Zoll Felge auch schon da. Jetzt fragt man sich ja, was heißt eigentlich geschmiedet? Hat da jemand mit dem Hammer drauf rumgeklopft und hat das Ding aus dem Metall rausgeprägt? Nein, grundsätzlich ist es so, dass geschmiedete Felgen, die werden sozusagen nicht wie so ein Kuchen gebacken in so einer Form und dann ist die Alufelge fertig, sondern hier nimmt man aus einem Aluminiumrohling, der wird unter hohem Druck, hoher Temperatur eben gepresst, gefalzt, so ähnlich wie so ein Topf muss man sich das vorstellen, wird dann hinterher rausgefräst und dadurch ist dieses Material eben sehr, sehr stark verdichtet worden, sehr fest und kann eben dadurch dünner ausgeführt werden und ist die Felge dadurch auch normalerweise etwas leichter, das ist eben der große Vorteil, aber durch diese verschiedenen Vorgänge, die dann in der Produktion notwendig sind, um diese Felge dann eben zu schmieden, ist das Ganze natürlich teurer und auch aufwendiger und deswegen hat eben auch nur dieses Humura-Modell hier diese 17 Zoll BBS-Felgen oder bei dem Humura mit 132 PS dann die Race-Felgen. Neu ist auch noch hier oben, ich habe es euch hingeschrieben, dass jetzt auch der kleinere Motor die Brembo-Bremsanlage bekommt. Finde ich klasse, das passt natürlich sehr, sehr schick zum Fahrzeug. Allein schon diese roten Brembo-Sättel, die machen auch schon einiges her und das ist natürlich auch eine tolle Bremsanlage. Wir gucken weiter. Hier gibt es nochmal eine Neuerung bei den Scheinwerfern. Einerseits mal hier links für euch das bisherige Modell. Wir hatten so ein kleines Augenzwinkern drin. Das war so ein Tagfahrlicht aus LED. Unten dann natürlich die Tagfahrlichter. Und dann haben wir jetzt hier das Ganze so ein bisschen angepasst an die aktuelle Modellserie. Ja, so ein bisschen vielleicht auch die Optik eines Tigerauges oder sowas in der Art. Finde ich schick, das passt auf jeden Fall toll dazu zu dem Auto und wirkt das Ganze nochmal ein bisschen moderner und frischer. Ich habe es euch unten auch noch hingeschrieben. Mazda hat grundsätzlich dieses Matrix-LED-Lichtsystem im Fahrzeug auch noch verbessert. Es gibt zwei maßgebliche Verbesserungen hier. Zum einen hat man ein paar Funktionen vom CX-60 übernommen. Das ist zum einen mal, dass die Abblendung
oder beziehungsweise dass die Verkehrszeichen euch nicht mehr so sehr blenden, wenn man eben mit Fernlicht fährt. Das Licht ist wirklich extrem hell und man hat dann manchmal das Gefühl, oh, das blendet mich teilweise, dann blendet das Auto automatisch diese Verkehrszeichen ab, dass die nicht mehr so hell sind. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es noch eine, ja, wie soll ich sagen, eine Markierungsfunktion für Fußgänger oder Radfahrer, die zum Beispiel jetzt in den Gefahrenbereich vom Fahrzeug kommen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Fußgänger im Dunkeln vor euch ins Auto reinläuft, dann wird der sozusagen, wenn ihr mit Abblendlicht fährt, mit einem Segment dann komplett angeleuchtet, sodass ihr in dem besser sehen könnt. Und wenn ihr schon mit Fernlicht fahrt, wird dann in diesem Segment dann das Ganze blinken, sodass ihr das eben ganz bewusst wahrnehmt, dass da gerade im Moment jetzt jemand versucht, hier über die Straße zu kommen, was natürlich eure Aufmerksamkeit auf diesen Passanten dann nochmal entsprechend verstärken sollte. Finde ich auf jeden Fall zwei sinnvolle Funktionen von Matrixlicht. Finde ich gut, dass wir das integriert haben. Wir schauen wieder weiter. Bei den Rückleuchten hatte ich ja vorhin schon gesagt, gibt es auch noch eine Neuerung. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, das gestehe ich zu. Wir hatten bisher auch schon eine ähnliche Optik. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen wie so ein Flammenball geworden, ist ein bisschen dreidimensionaler auch. Also jetzt keine gigantischen Veränderungen, aber ich finde, man sieht auch schon hier beim Blinker so ein bisschen, das schaut einfach ein bisschen moderner und stylischer aus. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze dann in echt wirken wird. Bisher habe ich leider auch nur Bilder gesehen. Hier nochmal ein Foto von dem Cazari Sondermodell. Das Cazari Modell hatte bisher eher so eine terrakottafarbene Optik. Hier das neue Modell hat man jetzt eben so ein bisschen heller gemacht, hat eher ein Beige genommen. Es gab auch noch das Kizuna Sondermodell vorher, das war eher sehr hell, fast schon weiße Optik und jetzt hat man eben eine Mischung aus beiden gemacht. Ich denke, damit man beiden Kundengruppen hier so ein bisschen gerecht wird. Hier sieht man das Ganze auch nochmal als RF bei diesem Sondermodell. Da eben die Besonderheit, ich hatte es vorhin schon angedeutet, hier sieht man es oben, da wird also das mittlere Segment vom Dach, passend auch zu dem Heckspoiler, will ich es jetzt mal nennen, schwarz glänzend gehalten. Schaut dadurch natürlich ein bisschen sportlicher aus und ich finde auch, das wirkt sehr, sehr schick und deswegen gibt es das Ganze wahrscheinlich auch nicht in schwarz. So, hier sieht man auch nochmal ein paar Fotos von innen von diesem neuen Cazari Sondermodell. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob hier das Armaturenbrett wirklich in beige ausgeführt ist. Da hatte man letztes Mal auch falsches Material, dass man das in Deutschland in schwarz gemacht hat. Hier müssen wir tatsächlich auch mal abwarten, wie das Ganze dann hier wirklich bei uns ankommt. Und da kann es also ab und zu mal vorkommen, dass diese Computeranimationen dann nicht 100% hier in der Realität entsprechen. Aber der Farbton selber, den kann man schon ganz gut erkennen. Und auch hier unten finde ich wirklich schick, wie dieses Leder dann auch verarbeitet wurde. Wir haben jetzt hier auch ein feineres Leder, das nennt sich dann Nappa-Leder, ist nochmal ein bisschen weicher, hochwertiger und auch etwas besser verarbeitet als die normalen Ledermaterialien. Dann ganz neu ist auch dazugekommen für das Einstiegsmodell eine Teillederausstattung. Das hatten wir bisher nur bei den Recaro-Sitzen und es war sehr, sehr beliebt, weil sich das natürlich ein bisschen angenehmer anfühlt, gerade im Winter, auch wenn man es also bei kalten Temperaturen nutzt. Und das hat man jetzt ins Basismodell eingeführt. Das heißt, man hat also Kunstleder an den Seitenwangen und in der Mitte dann eine Art Stoffkombination. Und ich finde, das wirkt wirklich sehr, sehr schick. Man hat in der Mitte auch noch so eine Art Nahtleiste. Gefällt mir sehr gut. Finde ich klasse, dass sie das integriert haben und wird sicherlich auch dem Modell sehr gut stehen. Neu hinzugekommen ab der Exclusive Line Ausstattung ist dann auch ein rahmenloser Innenspiegel. Man sieht es hier, glaube ich, auch in dem Video ganz gut. Man hat also hier wirklich das Gefühl, dass das Ganze nur aus einem Spiegel entsteht. Der Rahmen ist extrem dünn und wir haben dann trotzdem noch eine Abdunklungsfunktion dabei. Da gibt es dann keine Taste mehr, sondern diese Abdunklungsfunktion ist dann eben grundsätzlich aktiv, wenn euch jemand hinten blendet. Dann hat Mazda uns auch mitgeteilt, dass es einen neuen teildigitalen Tacho gibt. Auf den ersten Blick, muss ich zugestehen, konnte ich jetzt hier auf dem Bild keine großen Veränderungen feststellen. Was mir auffällt, dass es hier in der Mitte etwas dunkler wirkt. Da hatte man bisher so eine dreidimensionale Optik. Was aber auch der Fall ist, dass dieses teildigitale Tachosystem jetzt auch in der einfachen Ausstattungslinie Primeline vorhanden ist, was es eben vorher nicht war. Da hat man jetzt links so ein TFT-Display drin. Das gab es eben früher nur in den höheren Versionen. Da bin ich auch mal gespannt, wenn das Auto wirklich da ist, ob man dann eben große Unterschiede feststellen kann. Also eine große Veränderung wird es hier nicht geben, aber Mazda hat eben gesagt, dass es da ein paar Veränderungen geben wird. Dann die wichtigste und für mich auch interessanteste Neuerung ist, dass man hier endlich das bisherige MCD Connect System, das kennt man, diesen bogenförmigen roten Menüstruktur, ersetzt hat durch das neuere System, das natürlich deutlich frischer und schneller ist und auch ehrlich gesagt ein bisschen ansprechender ausschaut. Es hat ein deutlich breiteres Display hier mit 8,8 Zoll. Man kennt es eigentlich aus dem Mazda 3 und auch aus dem Mazda CX-30. Und man kann hier auch schon vielleicht am Bild ein wenig erkennen, dass wir hier auch Android Auto und Apple CarPlay dabei haben. Das Ganze auch in der Wireless-Version, also komplett ohne Kabel.
Und was auch noch wichtig wäre, ich habe es hier oben hingeschrieben, auch in der einfachsten Ausstattungslinie haben wir mittlerweile dann das Navigationssystem serienmäßig mit dabei. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann auch so in Realität ausschauen will. Da habe ich auch ein kleines Video für euch gefunden. Schauen wir uns hier mal an. Hier hat man also diese Wireless-Verbindung. Mit diesem Display sieht man auch mal eine schöne Darstellung und so wird es dann im Alltag dann bei euch danach aussehen. Und das Tolle ist, dass man das Ganze dann auch hier bei Android Auto und bei Apple CarPlay beim Fahren auch mit dem Finger bedienen könnte, wenn man das möchte. Ansonsten natürlich über Sprachbedienung oder über den bekannten Mazda Multi-Commander. Ich hatte es vorhin vielleicht auch schon angedeutet, wir haben auch für die sportlichen Fahrer unter euch ein neues Extra, finde ich auch klasse. Werde ich sofort ausprobieren, wenn es bei uns ankommt, das Auto. Und zwar, wenn wir uns die Tasten hier links am Armaturenbrett mal anschauen, da gibt es jetzt hier so eine kleine Flagge mit dem typischen DSC, also sozusagen dem Anti-Schleuderprogramm, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, hier hat man anscheinend für sportliche Fahrer irgendwas integriert. Und zwar folgendes: Stellt euch vor, ihr fahrt also ein bisschen flotter um eine Kurve, dann habt ihr natürlich dieses DSC, die dynamische Stabilitätskontrolle, die dafür sorgen soll, dass euer Auto nicht unkontrolliert ausbricht und Fahrfehler damit eben unterbunden werden. Manche sagen aber, das sei eine regelrechte Spaßbremse, weil natürlich dann eben trotz Vollgas das Auto einfach die Leistung wegnimmt und damit eben ja kaum zu irgendwelchen besonderen Moves zu bewegen ist. Und deswegen hat man jetzt diese Taste eingeführt. Wenn man jetzt eben die DSC-Taste ausschalten würde, also die man bisher hatte, dann war das DSC auch wirklich aus. Das heißt, das Auto konnte dann wirklich auch unkontrolliert schleudern, irgendwo ausbrechen. Aber gerade für die unerfahrenen Fahrer war das eben so, dass es ihnen schon was wieder zu viel war. Man Angst hatte, dass man dann irgendwo im Gegenverkehr landet oder vielleicht irgendwo einen Unfall verursacht. Und deswegen gibt es jetzt so eine Zwischentaste. Ich nenne sie eben mal Track-Modus. Das heißt, hier greift das dynamische Stabilitätssystem eben nicht ein bei Untersteuerung. Untersteuerung heißt, dass also die Vorderräder kaum noch Haftung haben, das Auto eher so ein bisschen aus der Kurve schiebt. Aber wenn das Auto eben übersteuert, lässt das Auto einen gewissen Winkel zu. Sobald es aber merkt, dass ihr eben, um diesen, ich nenne ihn mal Drift, abzufangen, sehr stark gegenlenken müsst, dann würde das Auto automatisiert wieder die dynamische Stabilitätskontrolle aktivieren, sodass hier dann eben das Auto sich eben wieder einfängt und nicht irgendwie ins Schleudern gerät. Also ich denke eher was, wenn man wirklich auf einem freien Platz fährt, vielleicht ein bisschen Motorsportveranstaltung oder sonst irgendwas, wenn man ein bisschen Spaß haben will auf dem Parkplatz, dann ist es natürlich eine tolle Funktion, um das Auto ein bisschen sportlicher mal zu nutzen. Hier haben wir noch eine weitere Neuerung für euch, und zwar haben grundsätzlich auch früher schon die 184 PS Motoren ein sogenanntes Sperrdifferential gehabt. Das hat man auch mit LSD abgekürzt und das heißt Limited Slip Differential. Und dieses Differential, das wurde jetzt nun weiterentwickelt, speziell auf den MX-5, wie soll ich sagen, fokussiert auf die Leistungscharakteristik des Fahrzeugs, die Reifenbreite, das Gewicht. Und zwar habe ich links euch mal das bisherige Sperrdifferential aufgezeigt und ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für euch zu erkennen. Und so ein Sperrdifferential hat natürlich den Vorteil, wenn ihr um eine enge Kurve fahrt und ihr gebt ein bisschen zu viel Gas, dann wird ja normalerweise das bei dem Heckantrieb, das hintere rechte Rad bei einer Rechtskurve, wird ja entlastet werden, hat also weniger Haftung, würde durchdrehen. Und dieses Sperrdifferential sorgt eben dann dafür, dass diese verloren gegangene Kraft eben auf das kurvenäußere Rad übertragen wird durch eine sperrende Achse. Und das ist grundsätzlich natürlich ein großer Vorteil. Man kann dann deutlich schneller aus dieser Kurve rausfahren, aber das kann unter bestimmten Situationen auch dazu führen, dass das Auto ein bisschen rausschiebt, übersteuert sozusagen oder vielleicht zu einer unkontrollierten Situation führt, wenn man eben nicht ganz so fahrerfahren ist. Eine typische Situation wäre eben regennasse Fahrbahn oder beispielsweise auf Schnee. Das heißt, dann würde eben diese Sperre aktiviert werden und dann könnte es eben sein, dass das Auto stark ausbricht, wenn man ein bisschen zu viel Gas gegeben hat. Dann müsste das dynamische Stabilitätssystem das wieder einfangen und das hat man jetzt eben entschärft, hat es ein bisschen sanfter gemacht und zusätzlich hat man noch bemerkt, dass eben das bisherige Differential bei der Gaswegnahme eher eine sehr geringe Wirkung hat und hat dann eben so ein bisschen für eine Instabilität vom Heck gesorgt. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Jetzt hat man das Ganze optimiert und sorgt dann dafür, dass das Ganze kontrollierter, gefühlvoller ist, dass also dieses, man nennt Anfangsdrehmoment, diese Anfangssperrwirkung nicht so heftig ist, sondern eher ein bisschen dezenter, dass das Auto eben nicht die Tendenz hat, so stark zu übersteuern, wie es bisher der Fall war. Und wir haben eine etwas höhere Differentialwirkung bei der Gaswegnahme. Aber wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich mal in dem nächsten Slide an. Ich habe hier mal ein Video für euch, da sieht man auch ganz gut den Aufbau von dem neuen Getriebe. Das ist also das Verteiler, das Differential von hinten. Ich stoppe mal ganz kurz das Video und wir könnten wahrscheinlich über dieses Video über dieses Differential nochmal ein komplett eigenes Video drehen. Deswegen jetzt wirklich nur
ganz knappe Informationen. Grundsätzlich funktioniert dieses Differential so, dass sozusagen hier durch Kupplungsmechanismen das Differential gesperrt wird und damit eben die Achse angetrieben wird, die eben zum Beispiel nicht durchdreht. Bisher hatte man hier eine konische Kupplung, ähnlich wie diese hier auch. Und jetzt hat man hier, das sieht man glaube ich jetzt gleich nochmal, auf der linken Seite ganz gut noch eine zusätzliche Komponente eingebaut, so eine Art Nockenmechanismus. Ich zeige euch das mal hier. So, ich glaube, da sieht man es ganz gut. Und dieser Nockenmechanismus, der sorgt jetzt dafür, dass je nachdem, ob ihr jetzt beschleunigt oder Gas wegnehmt, der Druck auf diese Kupplung unterschiedlich groß ist. Und ihr seht hier unten, wir haben hier einen relativ steilen Winkel und ich hoffe, es kommt im Video raus, hier eher einen flacheren Winkel. Und der steilere Winkel, das ist der Winkel, der entsteht, wenn ihr Gas wegnehmt, also ihr bremst. Und bei dem oberen, das wäre dann sozusagen der Winkel, wenn ihr wenn ihr beschleunigt, dass hier sozusagen die Kuppel nicht ganz so stark gedrückt wird. Und dadurch wird dieser Effekt erzeugt. Und wir schauen uns jetzt hier mal bei diesem Auto an. Der fährt jetzt gleich mal hier um die Kurve. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das Fahrzeug fährt jetzt erstmal auf einer geraden Strecke, ist relativ flott unterwegs, also keine normale Alltagssituation. Hier sieht man nochmal das komplette Getriebe. Hier nochmal der Mechanismus, dreht sich also konstant auf beiden Seiten. Wir sind auf einer geraden Straße und wir haben da bereits auch eine Art Federmechanismus drin, das also grundsätzlich auch eine leichte Sperrung von dem Differential auf gerader Strecke vorhanden ist. So, und jetzt kommen wir also in diese Kurvensituation. Was macht ihr? Geht vom Gas runter, seid in der Kurve drin und jetzt wird hier sozusagen eine Art Bremsung eingeführt, also beziehungsweise ihr nehmt das Gas weg. Und dadurch kommt es zu einer Sperrung von diesem Sperrdifferential. Und dadurch, dass wir hier die Nocken relativ steil haben, haben wir eine relativ starke Sperrung. Und das sorgt jetzt eben dafür, dass das Auto hinten so eine Art Gierkraft entgegen der Kurvenrichtung bekommt. Und dadurch das Auto wieder so ein bisschen stabilisiert. Ich glaube, das muss ich mal kurz so ein bisschen erklären. Also stellt euch einfach mal Folgendes vor. Ihr fahrt relativ scharf in eine Rechtskurve rein, ihr geht vom Gas runter und dann wird natürlich die Vorderachse mehr belastet. Das Heck wird ein bisschen instabiler, wird leichter und das Auto hat dann sozusagen so eine Art Drang auszubrechen in die Kurve. Und jetzt wird eben dann dieses Differential dafür sorgen, dass das Auto wieder so ein bisschen entgegen der Kurve giert und das Auto dadurch eben stabilisieren, so ähnlich wie das auch ein ESP oder ein DSC bei uns machen würde. Jetzt kommen wir nun zur nächsten Situation. Ihr beschleunigt aus dieser Kurve wieder ziemlich flott raus, geht also aufs Gas, Differential sperrt sich wieder, sehen wir gleich nochmal. So, das heißt hier Beschleunigungsphase, Kurvenäußeres Rad dreht ein bisschen schneller und es kommt wieder zu einer Kupplung, beziehungsweise die Kupplung wird geschlossen. Hier haben wir jetzt die flacheren Nocken, das heißt hier ist sozusagen die Wirkung nicht ganz so stark wie beim Gas wegnehmen und dadurch kommt jetzt hier eben wieder zu einer Sperrung. Und schauen wir uns auch hier den grünen Pfeil mal an und grundsätzlich ist das ja so, wie ich vorhin gesagt hatte, das heißt wenn ihr also eine Kurve fahrt, gebt relativ stark Gas, wird das Kurveninnere Rad ja sozusagen entlastet, das äußere Rad wird stärker belastet, das bedeutet, hier hat man so eine Art Rotation oder Gierkraft in die Kurven oder ins Kurveninnere und das haben wir hier natürlich ganz genauso, aber eben wesentlich weniger stark ausgeprägt als beim bisherigen Modell und dadurch natürlich auch besser beherrschbar für euch. Passt natürlich auch gut zu diesem neuen Track-Modus, dadurch, dass man eben hier auch das ein bisschen driften kann mit dem Fahrzeug, wird das Ganze hier ein bisschen kontrollierter und ihr habt nicht so ein massives Übersteuern bei dem Fahrzeug bei hoher Belastung. Mazda hat auch nochmal einiges an Arbeit in die Servolenkung gesteckt und zwar hat man hier durch verschiedenste Maßnahmen die Reibung im Lenksystem so stark nochmal reduzieren können, dass sich für euch dann direktes und natürlicheres Lenkgefühl ergibt, zum Beispiel eben durch eine Neupositionierung des Motors oder durch hochwertigere Materialien. Außerdem wurde die Steuerungslogik verfeinert, das heißt hier haben wir eine höhere Abtastrate, führt dann wieder zu einer agileren und präziseren Lenkung für euch. Und für alle, die gerne auch mal so ein bisschen Slick- oder Semi-Slick-Reifen drauf hatten auf dem Auto, hat man nochmal das maximale Drehmoment der Lenkung erhöht, damit diese Reifen einfach besser unterstützt werden, weil die eben sehr, sehr stark haften. Dann haben wir noch das Thema Sound Enhancer und da muss man dazu sagen, dass ja heute sozusagen die Klangnormen oder beziehungsweise die Lautstärke des Fahrzeugs immer leiser werden muss, aber gleichzeitig hat man ja doch ein sportliches Auto, möchte auch ein bisschen Fahrspaß haben und damit dieser Fahrspaß vorhanden ist, hat Mazda schon seit einiger Zeit diesen Sound Enhancer in den großen Motoren drin, gibt es auch schon bei den vorherigen Modellen und den hat man jetzt noch weiterentwickelt. Schauen wir uns das Ganze mal an.
Ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Bei der Luftansaugung und dem Luftfilterkasten werden eben diese Geräusche aufgenommen und werden dann durch Position 3 in den Innenraum weitergeleitet. Position 3 ist dann sozusagen unser Sound Enhancer. Man könnte auch sagen, so eine Art Frequenzfilter. Denn man will natürlich nicht jedes Geräusch, was da vorne entsteht, in den Innenraum leiten, sondern eben nur bestimmte Frequenzen, die dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen sportlicher und mehr kraftvoller klingt. Und das hat man eben nochmal optimiert. Man hat im Luftfilterkasten jetzt hier so eine Öffnung integriert und zusätzlich hat man auch nochmal die Frequenzbereiche angepasst, damit das Klangbild noch ein bisschen schöner und ein bisschen kraftvoller klingt, ohne dass man jetzt zum Beispiel die Nachbarn irgendwie hier verstört. Bin ich also wirklich gespannt, wenn da die ersten Modelle kommen, wie das klingt und ob man da tatsächlich auch einen großen Unterschied zum bisherigen Modell feststellen kann. Jetzt wird es aber Zeit, auch mal das Angebotsprogramm anzuschauen. Ich habe euch mal beide Modelle gegenübergestellt. Einmal das bisherige Modell MX5 2023 zum 24er Modell. Und ihr seht schon, da wurde das Ganze ein bisschen verschlankt. Das liegt einerseits daran, dass man das Primeline-Modell aufgewertet hat. Das heißt, man hat hier deutlich mehr Ausstattung reingepackt. Kommen wir gleich nochmal dazu. Man hat aus 2 Sondermodellen ein Sondermodell gemacht. War auch in Ordnung so. Denkt, mit der neuen Farbe Beige kann man hier wirklich auch beide Kundengruppen gut versorgen. Und beim Homura-Modell hat man dieses sogenannte Driver Assistance Paket mit integriert. Liegt auch daran, dass die meisten das sowieso dazu gebucht haben und einige Bestandteile jetzt auch gesetzlich Pflicht geworden sind. Wir schauen mal ins Detail rein und wir fangen mal mit dem Primeline an. Beim Primeline, sagte ich gerade schon, ist unser Einstiegsmodell, wobei eigentlich der Name Einstiegsmodell ein wenig übertrieben ist, denn das Ganze ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. LED-Scheinwerfer kannten wir schon, die hatten wir vorher auch, aber neu sind unsere Teilledersitze. Der teildigitale Tacho wandert auch im Basismodell mit rein. Wir haben nun Wireless Apple CarPlay mit dem neuen großen Display dabei. Navigationssystem ist serienmäßig. Und aus dem sogenannten Driver Assistance Paket haben wir auch ein paar Bestandteile jetzt mit im Primeline-Modell mit drin, wie zum Beispiel die Müdigkeitserkennung, die Verkehrszeichenerkennung oder auch den City-Notbremsassistent, der in gefährlichen Situationen, wenn ihr zum Beispiel den Vordermann überseht, dann auch eine Vollbremsung einleiten kann, um den Unfall für euch zu verhindern. Spurhalteassistent ist auch mit dabei, Parkpiepser hinten sind neu dazugekommen, Regen- und Lichtsensor und die USB-A-Anschlüsse, die wir bisher hatten, wurden durch die neuen USB-C-Anschlüsse ersetzt, weiterhin 2 Stück. Dann geht es weiter mit dem Exklusivline. Das war früher unser Selection sozusagen, heißt jetzt hier Exklusivline. Und der hat jetzt sozusagen dieses sogenannte Driver Assistance Paket automatisch mit dabei. Liegt eben daran, dass eben die Sachen teilweise auch gesetzlich mittlerweile vorgeschrieben sind. Zusätzlich hat das Auto dann gegenüber der Primeline-Ausstattung das Bose Soundsystem mit drin, was sich wirklich fantastisch klingt. Mag ich sehr, wenn man da ein bisschen auftritt, da hat man auch einen tollen Bass im Fahrzeug drin. Wir haben dann die Volllederausstattung inklusive der Sitzheizung mit drin und ein bisschen bessere Felgen. Hauptsächlich dann eben bei den größeren Motoren haben wir dann die 17 Zoll Felgen schon dabei. Beim 132er ein etwas anderes Design bei den 16 Zoll Felgen. Dann kommt auch schon unser neuer rahmenloser Innenspiegel mit rein. Der Notbremsassistent Plus, der sorgt dann dafür, dass man diesen Notbremsschutz oder diesen Schutz nicht nur nach vorne hat, sondern auch rückwärts. Also wenn man irgendeinen Rückwärtsgang einlegt und trotz Kamera, trotz Piepser irgendein Auto hinter einem übersehen hat, dann würde das Auto hier noch eine Notbremsung einleiten. Finde ich auch eine klasse Funktion. Serienmäßig ist dann auch schon das Matrix LED Lichtsystem enthalten, das auch aus diesem Driver Assistance Paket stammt. Das heißt, ihr habt jetzt hier nicht nur einen Lichtstrahl durch eine Leuchtdiode entsteht, sondern eben ganz, ganz viele kleine Segmente und ihr könnt dann nachts immer mit Fernlicht fahren und euer Auto wird dann sozusagen den Gegenverkehr, den Verkehr vor euch sozusagen ausschneiden und man hat natürlich hier ein deutlich besseres Licht als mit dem normalen LED-Lichtsystem. Neu dazugekommen ist die Auspackhilfe, auch mit der automatischen Bremsfunktion. Und wenn man jetzt Auspackhilfe und Einpackhilfe vielleicht nicht so richtig kennt, bei der Auspackhilfe ist es so, ihr fahrt irgendwie rückwärts raus, habt ihr ein relativ flaches Auto. Es könnte sein, dass ihr vielleicht eine sehr unübersichtliche Situation habt und seht nicht so wirklich, ob da hinten quer irgendwelche Autos oder Radfahrer oder Fußgänger kommen. Dann werdet ihr bei der Auspackhilfe grundsätzlich mal gewarnt, wenn da jemand vorbeischießt. Und mit der Bremsfunktion wäre es so, dass wenn ihr trotz dieser Warnung eben rausfahrt, dann würde das Auto noch eine Vollbremsung hinlegen, bevor ein Unfall entsteht. Dann neu hinzugekommen ist auch der sogenannte Ausstiegswarner. Das heißt, wenn ihr eben aussteigt, sollte man ja eigentlich immer einen Schulterblick und einen Spiegelblick machen, dass man da jetzt nicht irgendwie die Tür öffnet, während beispielsweise jetzt ein Auto vorbeifährt. Und hier würdet ihr nochmal eine Warnung ertönen, wenn ihr dann eben die Tür langsam öffnet, dass ihr wisst, oh, da kommt jemand angeschossen. Spurwechselassistent ist der Tour de Winkelwarner, kennen wir schon. Rückfahrkamera ist jetzt hier auch mit dabei. Der neue Track Mode, allerdings nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Und das neue Sperrdifferential für die großen Motorisierung und das Keyless-System, damit man ins Auto jederzeit einsteigen kann, ohne dass man jedes Mal den Schlüssel aus der Hosentasche rauskramen muss.
Weiter geht es mit dem Cazzari Sondermodell. Das basiert sozusagen genau auf dem Exclusive Line mit dem Driver Assistance Paket, also alles, was ich euch gerade schon gesagt habe, mit 2 Veränderungen. Und zwar haben wir jetzt eben das weichere, feinere Nappa-Leder mit einer etwas hochwertigeren Verarbeitung. Und grundsätzlich ist das Stoffverdeck, was ja immer schwarz ist, dann beige. Und bei einem Hardtop, also beim RF, haben wir das Ganze diese schwarzen Kontraste dann. Aber ansonsten identisches Modell, ist halt für die Kunden interessant, die tatsächlich ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was Edleres wollen. Finde ich das wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Und dann haben wir für alle Kunden, die es wirklich sehr sportlich haben möchten, dann auch unsere Humura-Linie. Basiert grundsätzlich auch mal auf dem Exclusive Line. Und hier haben wir dann unsere Brembo-Bremsanlage mit dabei. Die Außenspiegelkappen sind dann grundsätzlich immer in schwarz, damit man so ein bisschen Akzente hat. Und dann hier für euch nochmal aufgelistet, welche Felgen ihr da bekommt. Aber grundsätzlich kann man sich da merken, 132 PS hat diese Race, diese 16 Zoll Felgen, und alle 184er haben dann die BBS 17 Zoll. Plus nochmal der große Motor bekommt dann die Bildsteindämpfer Sportfahrwerk und nochmal die Domstrebe dazu, damit das Auto sich eben ja beim Lastwechsel nicht so sehr verformt. Dann haben wir zusätzlich noch dabei die Recaro-Sitze, die ich wirklich sehr, sehr schick finde. Ist nicht für jedermann was, sage ich gleich dazu. Die sind schon sehr eng und ein bisschen straffer als die normalen Ledersitze, aber hat man natürlich wirklich einen tollen Sitz. Auch Recaro ist natürlich bekannt für hervorragende Qualität. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ist wirklich eine fantastische Kombination. Hier nochmal im Überblick, was gibt es denn jetzt so alles für Kombinationsmöglichkeiten? Und ihr seht schon, die Primeline-Ausstattungslinie gibt es grundsätzlich in den 1,5 Liter Versionen, nicht als 2 Liter. Und den 2 Liter gibt es dann erst ab der Exclusive Line. Beim Automatikgetriebe hat man leider ein bisschen ausgedünnt, da gab es vorher mehr Auswahl. Die Automatikversion gibt es tatsächlich nur noch bei dem Cazzari, bei dem Sondermodell. Ja, dann fragt man sich natürlich, ja, wenn man jetzt so ein neues Auto bestellen möchte, wie lange muss man da warten? Und hier ist das eine Mal, dass die Autos also bereits bestellbar sind. Ihr könnt also jederzeit zu eurem Mazda-Händler gehen und das Auto bestellen. Und die ersten Demo-Fahrzeuge oder auch Lagerwegen, die sollen jetzt sozusagen im März geliefert werden. Und es gibt dann eine Besonderheit bei dem Humura mit 132 PS. Da startet die Produktion tatsächlich erst im April diesen Jahres. Und bei den 132 PS Fahrzeugen haben wir momentan eine Lieferzeit von ca. 4 bis 5 Monaten, sofern es sich um eine Neubestellung handelt. Das heißt also irgendein Fahrzeug, was bei eurem Händler noch nicht im Vorlauf ist. Das heißt, wenn ihr jetzt da zeitnah bestellt, dann habt ihr auf jeden Fall noch einen großen Teil vom Sommer, das ihr mit diesem Auto dann verbringen könnt. Beim 184er ist es leider so, dass wir nur eine extrem geringe Verfügbarkeit bei diesem Fahrzeug haben. Hier solltet ihr wirklich schnellstmöglich zu eurem Händler gehen und da mal anfragen, wie es da mit der Verfügbarkeit ausschaut. Da ist es ganz, ganz schwer, irgendwelche Prognosen zu treffen. Also hier bitte nachfragen, gerade bei dem großen Motor. Ja, wenn euch irgendwelche Themen zum neuen Mazda MX-5 noch interessieren, schreibt das wie immer unten in die Kommentare rein. Wir versuchen da immer so schnell wie möglich drauf zu antworten. Hat euch das Video gefallen, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Und ansonsten denkt noch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Drückt noch die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Mazda News.